Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem Kultur heute Spezial aus dem Wiener Burggarten. Hier wird am Sonntag ein Open-Air-Konzert bzw. ein Open-Air-Konzert gefeiert anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper. Unter anderem werden Elina Garantscha, Sonja Jontschewa, Benjamin Bernheim und Jonas Kaufmann auftreten. Und zwar unter der musikalischen Leitung von Bertrand de Billy. Im Gepäck haben die Stars die schönsten Klassiker wie Stücke aus Puccinis Tosca, Strauss' Fledermaus oder Mozarts Le Nozze di Figaro. Und ganz besonders bei dem Event, der Eintritt ist frei. Außerdem wird das Open Air live in ORF3 übertragen. Die besten Opernstars, das beste Opernhaus der Welt, eines der besten Orchester der Welt, aus der Welthauptstadt der Musik. Und das Ganze auf dem Sender, den die Menschen, die Kunst und Kultur lieben, immer eingeschaltet haben. So lädt die Staatsoper zur Feier ihres Wiederaufbaus, die sie auch den Bürgerinnen und Bürgern Wiens zu verdanken hat, eben diese zum Mitfeiern ein. Jonas Kaufmann ist einer der großen Stars, die am Sonntag hier im Wiener Burggarten beim Open-Air-Konzert auftreten werden. Hallo, frisch zurück aus Erl? Ja, naja gut, also ich habe schon ein bisschen Urlaub auch gemacht. Den kann man auch in Erl machen, aber das Festival ist ja schon ein paar Wochen her. Aber ja, so ungefähr. Bevor wir über das Konzert am Sonntag sprechen, wie war denn zusammenfassend die Saison in Erl? Wie fühlen Sie sich als frisch gebackener Intendant, kann man noch sagen? Ja, also jetzt, wo die erste Saison komplett abgeschlossen ist, ist die Jungfräulichkeit dahin. Also ich fühle mich jetzt echt als Intendant und muss auch sagen, es ist unfassbar gut gelaufen, viel, viel besser, als ich selbst erwartet habe, obwohl ich natürlich versucht habe, möglichst hohe Erwartungen auch selbst zu stellen. Einfach weil die Publikumsresonanz großartig war, weil viele Künstler das erfüllt haben, was wir von ihnen erhofft haben. Das ist natürlich nicht immer zu garantieren, aber also großes Resümee. Wenn es so weitergeht, sind wir mehr als zufrieden. Und nach den Festspielen bedeutet vor den Festspielen? Ja, natürlich. Na klar, wir hatten ja im Frühjahr schon die Präsentation der nächsten Spielzeit. Wir sind fleißig dabei, auch jetzt bis Ende Jahres die übernächste und vielleicht auch die danach zumindest intern fertig zu haben. Das ist immer wichtig, leider, wenn wir nicht nur in Anführungszeichen das normale Programm machen wollen, sondern auch ab und zu so ein Schmankerl von einem, sowas, was wir hier am Sonntag haben, mit ein paar Namen, dann muss man das recht langfristig planen, weil leider sind die alle immer schon über Jahre ausgebucht. Hat man eigentlich als Intendant einen anderen Blick auf Künstlerinnen und Künstler, wenn man quasi auch von der anderen Seite her sich alles erarbeiten muss? Ja, ihr könnt jetzt sagen, Sie tun mir weniger leid, wenn Sie absagen müssen, aber das wäre gemein. Nein, es ist natürlich schon so, dass man die ganzen Verpflichtungen des Hauses, die Maschinerie, die hinter so einem Projekt immer steckt, viel, viel besser noch wertschätzt und entsprechend natürlich auch weiß, was es bedeutet, wenn so ein Abend plötzlich und kurzfristig umgeplant werden muss. Trotzdem bin ich und bleibe ich Sänger und weiß, dass es halt einfach so ist, dass wenn man nicht singen kann, dann kann man nicht singen. Da kann einem sonst was passieren, das kann man nicht übers Knie brechen. Aber das hatten wir im Winter jetzt ganz arg, in unserem ersten Winter mit vielen Absagen, aber wir haben die großartigen Sänger mit noch großartigen Sängern sozusagen ersetzen können und das ist natürlich perfekt, geht aber nicht immer. Nein, es ist grundsätzlich schon so, dass man anders auf die Dinge schaut, das ist klar. Aber ich habe auch fast das Gefühl, ich werde jetzt ein bisschen mehr ernst genommen, wenn ich in die Opernhäuser komme, weil ich denke, oh, schau, das ist ja fast ein Kollege. Ist das so ein bisschen ein österreichisches, eine Spezialität? Ja, schon. Also das vielleicht nicht nur österreichisch, weil wenn ich sage österreichisch, dann gibt es ja kaum noch was anderes wie das Haus da drüben. Aber nein, das ist schon international so. Es ist wirklich sehr spannend, dass die Intendanten, mit denen ich natürlich immer schon sehr viel selber persönlich zu tun hatte und nicht alles über die Agentur gespielt habe, nochmal ganz anders auf Augenhöhe mit einem über Sachen diskutieren. Und dann auch eben umgekehrt Dinge, die ich absage, wo ich sage, das geht einfach wirklich nicht, das auch als solches akzeptieren und nicht sagen, na, das probieren wir noch mal hinten rum über den Agenten, das wird schon werden. Also das spüre ich, es ist ein bisschen erwachsener geworden. Wird auch Zeit, oder? Naja, wir haben eine ziemliche Spannbreite musikalisch am Sonntag. Sie beginnen, Ihre erste Arie ist Cielo e Mare, Himmel und das Meer, eine Arie voller Sehnsucht und Leidenschaft und am Ende singen Sie nochmal
den Feuerstrom der Reben aus der Fledermaus. Das trifft sich ja gut, weil Sie singen ja auch in der Fledermaus zu Silvester in der Staatsoper. Richtig, genau. Zum ersten Mal hier, überhaupt zum ersten Mal für mich szenisch. Ich habe schon ein paar Mal Konzertant gemacht. Ich habe früher viel Alfred gesungen, aber den Eisenstein bisher noch nie gegeben. Also das ist dann eine ziemliche Feuertaufe, das in Wien ausgerechnet und dann auch noch live im Fernsehen zum Besten zu geben. Aber das werde ich schon schaffen. Auch das wird nämlich von ORF3 übertragen, die Fledermaus, live zeitversetzt wie immer. Aber bis dahin können wir Sie noch wo überall erleben? Oh Gott, schwierig. Überlege gerade. Als erstes bin ich jetzt mal 14 Tage daheim, weil unser Sohn am Montag eingeschult wird. Und das will ich natürlich nicht verpassen. Da muss ich erster Hand dabei sein, wenn der nach Hause kommt und erzählt, was da wieder los war in der Schule. Dann bin ich in Zürich eine Zeit lang und dann habe ich wilde Konzerte in allen möglichen Teilen der Erde. Dann irgendwann im Dezember komme ich dann hierher für die Vorproben für die Fledermaus. Aber bis dahin haben wir noch das große Open-Air-Konzert am Sonntag. Na klar, also ich habe jetzt sozusagen mit danach gerechnet. Ich kam jetzt gerade aus Bratislava, wo ich ein Nachholkonzert auch Open Air gemacht habe. Und da hatten wir schon großes Glück mit dem Wetter und es sieht auch für den Sonntag perfekt aus. Also insofern haben wir alle irgendwas richtig gemacht, dass uns dieses ideale Wetter gegönnt ist, weil es ist einfach so unfassbar schön hier und es wäre so schade, wenn das dann im letzten Moment noch mit irgendwelchen Gewitterstürmen kippen würde. Nein, das Wetter wird halten. Das haben wir vorher mit Bertrand de Billy schon besprochen. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, der eine isst den Teller auf, der andere betet, der dritte, ich weiß nicht, was er macht, aber jeder hat offensichtlich seinen Teil dazu beigetragen. Es wird hoffentlich am Sonntag auch die Möglichkeit geben, hier auf der Wiese zu sitzen und zu picknicken. Ja, herrlich. Also das werde ich nicht tun, wahrscheinlich, weil ich doch zu viele Auftritte habe, um zwischendurch picknicken zu gehen. Ich habe vor Jahren mal im Wolkenturm Fidelio gemacht und konnte dem ersten Teil gemütlich bei einem Picknick sitzen, während die Kollegen schon geschwitzt haben und bin dann erst zur Pause in den Frack geschlüpft. Das geht hier leider nicht. Es ist ja so, dass für so eine derartige Veranstaltung muss viel geprobt werden. Wir haben das vorher mit dem musikalischen Leiter auch schon besprochen. Wie kommen denn alle Mitwirkenden zusammen? Haben Sie genug Zeit gehabt zu proben? Ja, ich meine, das muss natürlich ein Dirigent immer sagen, dass man genug proben muss. Die Frage ist halt, wie viel ist genug? Wir werden uns schon rechtzeitig vorher treffen und es sind jetzt auch keine Stücke, wo wir sagen, das ist Neuland für jeden, da müssen wir uns ganz intensiv einarbeiten. Ich habe, glaube ich, Gioconda habe ich nicht mit dem Bertrand gemacht, aber viele, viele andere Sachen. Den Don Carlo, den ich als Duett mache, habe ich auch mit ihm schon musiziert. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten haben werden. Also noch habe ich nicht angefangen zu proben, insofern kann man also davon ausgehen, dass es genug, aber nicht zu viel ist. Wunderbar, dann vielen Dank für das Gespräch, toi 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 für Sonntag. Moderieren wird den Galaabend unsere Barbara Rett.